Die Farben der Wolken sind ruhige Farben, die sich jedoch manchmal verändern. Sie können sich jeweils nach dem Gefühl verändern und nach den Farbtönen, die man wählt oder den Farben, mit denen man sie kombiniert. Die Farbstreifen und Linien können unsere Träume ausdrücken und abhängig davon, wie man sie malt, können diese fröhlich oder traurig aussehen. Das Erlernen von neuen Dingen, die Lebensperspektiven und das Voranschreiten kann man mit einem Pinsel vergleichen, mit dem wir unsere Träume malen und zur Wirklichkeit werden lassen. Dies ist das Bild seines Traumes, welches mit den Farben des Lebens gemalt wurde. Wie sind Sie mit der Diagnose Krebs umgegangen? Als ich dann erfahren habe, dass es Krebs ist, kam eine sehr schwere Zeit, weil es war das erste Mal, dass der Tod jetzt leicht angeklopft hat. Und ich wusste, ich muss mich dieser Frage stellen, ich muss mich mit der Krankheit auseinandersetzen und ich muss mich auch mit dem Tod auseinandersetzen. Und dann war ich dann schon ein wenig verzweifelt und habe mich dann ans Bumrungrad erinnert, habe mich an den Computer gesetzt, eine E-Mail geschrieben, einen Termin verlangt und den habe ich dann sehr schnell bekommen und konnte 2-3 Tage später bereits nach Bangkok fahren und einen Arzt treffen. Wie hat sich Ihr Leben verändert? Die wichtigen Fragen im Leben oder die sogenannten wichtigen Fragen haben doch komplett gedreht. Also ich habe mich viel mehr wieder mit Philosophie beschäftigt, mit dem Sinn des Lebens beschäftigt und auch mit dem Tod beschäftigt. Was hat Ihnen Kraft gegeben, um die Krankheit zu überwinden? Als mir Dr. Vinay dann die Chancen aufzeigte mit einer neuen Immunotherapie, wenn diese durchgeführt wird, wie gesagt, dann sind die Heilungschancen etwa bei 80%, ohne bei etwa 20%. Das war natürlich schon eine außerordentliche Erleichterung zu sehen, dass es etwas gibt mit großer Heilungschance. Die Schwierigkeit für mich war zu Beginn ein extrem hoher Preis für diese Therapie, aber bereits nach kurzer Zeit konnte ich mich mit meiner Krankenkasse einigen, dass es bezahlt wurde. Und ab diesem Zeitpunkt war es natürlich ein fantastisches Gefühl. Ich sah meine Söhne wachsen, ich hatte das Gefühl, dank dieser Aussage ist das möglich und das ist oder war ein unbeschreibliches Gefühl. Welchen Rat würden Sie an andere Patienten geben? Nehmt die Krankheit an, bleibt positiv, traut den Ärzten und den Spitälern und auch der modernen Technologie und Medizin und denkt nicht zu viel daran, nicht zu viel googeln und versuchen den Tag weiterhin zu genießen, soweit das möglich ist. Was ist Ihr Schlüsselwort für andere Patienten? Mein Schlüsselwort an alle Patienten ist Hoffnung. Malen Sie Ihren Traum mit der Farbpalette des Lebens. Vortrefflichkeit möglich gemacht. Horizon Regional Cancer Center.